Moin Hamburg, Micha hier. Wie jede Woche entlocken wir auch diesmal einem Hamburger Stadtteil 3 Geheimnisse in 3 Minuten. Heute die Nummer 2, Lokstedt. Oder wie die Alteingesessenen hier wohl sagen, Lokstedt. Aber kommen wir direkt zur Sache. Baumarkt Straßenbahn. Was früher mal ein Straßenbahndepot war, ist jetzt ein Bauhaus. Und darin befindet sich Hamburgs letzte V6E. Ja, Hamburg war mal Straßenbahnstadt. 1978 gab es dann die letzte Fahrt bei uns. Und jedes Jahr gibt es eine Gedenkfahrt mit einem Oldtimer-Bus in der Nacht vom 30.09. auf den 1.10., der die alte Strecke abfährt. Wer also noch ein paar Schrauben braucht und dieses Schmuckstück der hamburgischen Geschichte bestaunen will, der sollte hier mal vorbeischauen. Leider gibt es hier keine Infos und man kann den Wagen nicht von innen bestaunen. Das kann man dann aber im Kronskamp nachholen, wo eine weitere Straßenbahn steht. Sehenswert ist das gute Stück hier allemal. Hört ein Hamburger Hummel Hummel, dann lautet die amtliche Antwort Mors Mors. Und dieser Hamburger Erkennungsspruch geht zurück auf Johann Wilhelm Benz. Kinder ärgerten unseren geliebten Wasserträger und riefen diesem Hummel Hummel zu. Der wiederum empfahl diesen, sich am Arsch zu lecken oder Clay me an Mors, wie man damals sagte. Also kratz mich am Arsch. Sicherlich habt ihr die Wasserträgerskulpturen schon mal irgendwo in der Stadt gesehen. Das Besondere an diesem hier, er ist aus Holz. Und dieses Kunstwerk wurde mit der Motorsäge erschaffen. Großartig. Großartig. Das musste man auch sein, damit früher mal ein Obelisk aufgestellt wurde. Doch genau hier haben wir eine Ausnahme, denn Senator Jakob von Axen ließ diesen Obelisken an der Lieblingsstelle seiner ältesten Tochter Katharina für sie errichten. Diese verstarb im zarten Alter von nur 26 Jahren, und zwar an Tuberkulose, nach einem Besuch bei ihrer Schwester in Berlin. Und die Moral von der Geschichte? Lieber nicht nach Berlin fahren und stattdessen euren Stadtteil erkunden, um dann die Geheimnisse mit mir zu teilen. Es gibt wieder einen Bonus. Zum Beispiel wollte ich eigentlich diesen sehr fotogenen ehemaligen Wasserturm genauer zeigen, aber der ist mittlerweile in Privatbesitz und Wohnraum. Auch gibt es hier ein Kriegerdenkmal, das ich zumindest nicht unerwähnt lassen wollte. Und jetzt gerade bin ich im sogenannten Zylinderviertel. Seinerzeit war das hier noch ein Dorf unweit von Hamburg, das mit seinen niedrigen Steuern und Grundstückspreisen die Wohlhabenden anzog. 1891 war es dann auch das erste Dorf, in Städten gab es das schon länger, mit elektrischer Straßenbeleuchtung. Jedenfalls bauten hier die Feinherrschaften ihre Villen und pendelten immer mit ihren Kutschen nach Hamburg. Und bei Begegnungen grüßte man sich immer mit dem Heben des Zylinders. Daher der Name. Auch ich ziehe jetzt meinen Hut. Das war Lokstedt. Und halt, nicht abschalten, ich brauche eure Hilfe. Und zwar nicht in Form von Likes und Abos. Dagegen habe ich natürlich auch nichts. Aber was ich wirklich brauche, sind eure Geheimtipps. Also schreibt sie mir einfach, auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es ein guter oder überhaupt einer ist. Einfach kommentieren, ich mache den Rest. Dankeschön. Und in Hamburg sagt man Tschüss.